dass er sich den Islam aussucht, obwohl sein ganzes Leben eigentlich christlich war. Und dann auch noch in diese radikale Schiene, das hätte ich nie für möglich gehalten. Er sagte mir, er geht in die Türkei in Urlaub. Und dann passierte das Allerschlimmste. Er kam tot im Sarg nach Hause und ihm wurde das Herz rausgeschnitten. Adrian war ein sehr aufgeweckter Junge, immer am Lachen, immer am Blödsinn machen. Der war einfach unheimlich beliebt auch und ganz liebevoll. Natürlich hat er auch Macken gehabt. Er war ja nicht nur der Superheld, ja, aber eine ganz, ganz liebe, warme Seele. Adrian ist sehr viel und sehr oft von seinem Vater enttäuscht worden. Er hat immer wieder so die Nähe und Liebe von seinem Vater gesucht. Und wir waren zusammen, bis er 7 war. Und er war der coole Daddy, der nur Mist im Kopf hatte, der ihn mit zum Basketball genommen hat. Er war sein Vater, aber niemand, zu dem er aufschauen kann, weil er ihm im Prinzip nichts beigebracht hat. Den Part hatte ich übernommen. Du zeigst mir meinen Weg, egal durch welche Tür, Mama. Du sollst wissen, ich danke dir sehr dafür. Ich hab dich über alles lieb, alles Gute zum Muttertag. Wenn Adrian einer ist, der auf eine Party gegangen ist, dann war er auch von jedem willkommen. Der ist ja danach weggegangen mit 100 mehr weiteren Freunden. Frauen sind natürlich auf ihn geflogen mit seinem süßen Babyface. Adrian und mich hat zum Beispiel Basketball verbunden, Musik natürlich auch. Adrian hat nicht nur Musik geliebt, er hat die auch gemacht, auch von der Mutter, von der spanischen Seite. Er hat ja auch den Rhythmus geliebt, von der lateinamerikanischen Musik auch. Und ja, Adrian hat persönlich gerappt. Adrian, sein Traum war, dass er Rapper wird. Er hat es auch gut gemacht, er konnte auch rappen, er konnte die Worte aneinander reimen, wie es zu reimen braucht. Alcohol in my system, even feel it in my bones. Please don't get it twisted, I ain't sipping on Patron. So vodka in my cup, last bottle, let it gone. I don't mix it up because it don't taste strong. Yeah, I'm in my zone, I could drink it all day. Rare berry flavor, cherry blonde with the haze. Er hat eine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann. Nach der Ausbildung ist er dann, war sein Wunsch, nach Amerika zu gehen, um dort seine Wurzeln näher kennenzulernen und ja, einfach zu seinem Vater zu gehen, der in Amerika lebte. Dann ist er rüber und wollte dort Musik studieren, ist auch überall angenommen worden. Und es ging dann so 3-4 Monate gut. Und dann ist es zwischen ihm und seinem Vater eskaliert und kam dann relativ schnell wieder zurück nach Deutschland. Er war sehr enttäuscht, traurig und war so ein bisschen lost gewesen. Wusste nicht, was er machen sollte. Wie geht's jetzt jobmäßig weiter? Und ja, es war ein bisschen eine schwierige Zeit, ne? Und dann hatte er sich bei der Lufthansa beworben, was auf Anhieb geklappt hat. Da waren wir alle super stolz. Hallo Ma, ich bin's wieder, dein Lieblingssohn. Wollte nur mal fragen, ob ich dir auch Pizza mitbringen soll. Er hatte dann Kontakt mit einem muslimischen Herrn. Ja, der hatte ihn immer mal wieder eingeladen zu sich nach Hause, hat ihn mal mit in die Moschee genommen. Und ich mir gedacht, naja Gott, das ist jetzt so eine Phase, er interessiert sich jetzt dafür, ne? Im Dezember 15
kam er dann nach Hause mit seinem Teppich, seiner Urkunde und seinem Hütchen und erzählte, dass er konvertiert ist, dass sein arabischer Name Bilal ist. Bilal ist eine sehr wichtige historische Figur in der islamischen Geschichte. Und zwar ist er der erste schwarze Muazzin, der Gebetsrufer. Bilal Habashi, also Bilal, der aus Habaschistan, also aus Äthiopien, wird zu einem Vorbild. Und somit hat man dann für sich eine Identität gefunden, die eventuell eigentlich ins Positive führen könnte. Ja? Aber wenn man dann natürlich leider einen Kontext, eine Gruppe hat, die das natürlich dann missbraucht, ja, und dementsprechend dann verzweckt für ihre eigene Ideologie und Agenda, dann endet es leider dann tragisch. Ich hatte vom ersten Moment an, wie er da mit seinem Teppich und diese Urkunde kam, hatte ich direkt im IS im Hinterkopf, direkt. Und ja, wir hatten uns dann darüber unterhalten und er hat mir das natürlich alles, wie toll das ist und dieser Zusammenhalt und da bist du Mensch. Die Extremisten agieren schon wie, Anführungsstrichen, Sozialarbeit. Es ist natürlich keine Sozialarbeit, aber es geht darum, dass man dann immer da ist, wenn sie gebraucht werden. Dass man ansprechbar ist, dass man gemeinsam dann irgendwie versucht, Lösungen zu finden. Ja? Und auch dann weiterhin diese Werte dann zu vermitteln, ja? Im Sinne von, man muss stark bleiben und das ist eine Prüfung und vieles. Also da wird natürlich auch mit religiösen Motiven natürlich auch entsprechend gespielt. Also es wird dann eben verzerrt auch dargeboten. Und dementsprechend ist es dann so natürlich ganz klar, dass sie dann immer wieder aufgefangen werden. Und dann ist man in diesem ganzen Netzwerk drinne. Adrian hat sich zum Positiven am Anfang verändert. Kein Alkohol, so das Feiern gehen und so, das war für ihn dann nicht mehr so ein Thema. Von daher dachte ich so am Anfang, naja, vielleicht ist es ja jetzt erstmal nicht ganz so schlecht. Ein guter Kumpel von mir, als er auch bei dem war, der hat auch gesagt, wenn wir miteinander sitzen, ist Adrian rübergegangen ins Zimmer, hat gebetet, kam dann zurück. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer halt die Sachen, die sich geändert haben, da er konvertiert ist. Vielleicht jetzt kein Alkohol mehr, den er früher gern getrunken hat und so, aber ansonsten hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist erstmal normal, dass sich Jugendliche sich mit Gesellschaftskritik und auch in dem Sinne mit Religion auseinandersetzen, weil sie Antworten suchen auf bestimmte Fragen. Und wenn man dann eben plötzlich Individuen, Gruppen findet, die dann vermeintlich Antworten, klare Antworten auf komplexe Situationen und Fragen geben, dann kann es schon dazu führen, dass man aus einer normalen Sinnsuche zu einer Gruppe dann sich hingezogen fühlt, die eigentlich nicht in dem Sinne religiös agiert, sondern mehr wie Sekten. Und dann kam Ramadan 16. Da habe ich schon gemerkt, dass auch so an seinem Aussehen dann natürlich auch, ne, hat es sich schon mehr verändert. Der Bart, die Kleidung teilweise. Es fing dann an, dass die westliche Gesellschaft nicht gut ist, dass plötzlich hatte er auch Probleme mit seiner Hautfarbe. Für die Deutschen bin ich nicht deutsch genug und nicht weiß genug. Und für die Schwarzen bin ich nicht schwarz genug. Das ist ein Dilemma.
Natürlich ist es so, dass Islamisten per se die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen, weil sie wollen den Gottesstaat, sie wollen die Einführung der Scharia. Deswegen beobachtet der Verfassungsschutz diese Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und deswegen haben wir auch diese Personen im Blick. In der Vorgehensweise von Extremisten jedweder Couleur ist es natürlich so, dass Extremisten versuchen, Krisen für sich zu nutzen. Und da ist es egal, ob das Rechtsextremisten, Linksextremisten, auslandsbezogene Extremisten oder Islamisten sind. Nein, die versuchen alle Krisen zu nutzen. Dann kam der Tag, so zwischen Tür und Angel, wo er sagte, er würde die letzten 3-4 Tage vom Ramadan in der Moschee übernachten. Und da habe ich gedacht, jetzt wird er ausgebildet. Das war direkt in meinem Kopf. 1-2 Stunden später bekomme ich eine Nachricht vom Adrian mit einem Standort. Und da hat er geschrieben, dass er hier in der Moschee ist und ich bräuchte mir auch keine Gedanken zu machen oder Angst zu haben, dass er für den IS ausgebildet wird, mit Lachsmilies. Das wäre normal und ich könnte ihn jederzeit dort besuchen. Bin ich nach der Arbeit, bin ich natürlich direkt dort eingelaufen, um mir das mal anzuschauen. Und das war das erste Mal, wo ich den Adrian so wirklich mit diesem Gewand sah. Ich fand es schrecklich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ja, den Adrian da so zu sehen, diese Verwandlung, dieses, wo ist mein cooler Adrian, der so voll im Leben steht und jetzt nur noch Moschee, Glaube, Beten, das war sein Lebensinhalt jetzt gewesen. Edun und ich, wir sind, es war ja kein großer Altersunterschied und wir hatten mehr so die Beziehung wie 2 Geschwister. Wir haben gleich getickt so ein bisschen und war für mich halt das Ein und Alles. Also wirklich nicht so diese typische Tante-Neffe-Rolle, sondern eher sehr innig wie Geschwister. Eigentlich waren wir wie, auf gut Deutsch, wie ein Kopf und ein Arsch als Geschwister, so waren wir. Edun war am Anfang immer noch sehr offen, war auch immer noch sehr herzlich mit uns und auch so mit seinem Umfeld und alles. Und dann irgendwann, ganz extrem habe ich es gemerkt, 2016, das war so der letzte Geburtstag, den wir so zusammen gehabt haben. Und da wollte er auch eigentlich keine Geschenke mehr, keiner sollte vorbeikommen. Ich bin dann trotzdem vorbeigekommen. Er hat sich auch gefreut, aber war trotzdem sehr distanziert. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwas so irgendwie verändert sich in ihm. Auch der Blick war leer, also nicht mal so voller Freude. Das Lachen, was er gehabt hat, war irgendwie nicht echt. Also so, man hat so gemerkt, dass wie so ein kleiner Schleier über ihn drüber ist. Es war nicht mehr mein Adrian. Man macht sich als Mutter immer Vorwürfe. Was hätte ich wann anders machen können? Warum ist es überhaupt so weit gekommen? Hätte ich ihn da rausholen können? Er ist viel, viel strenger in allem geworden. Mein Lebensstil war plötzlich auch nicht mehr so gut. Meine Kleidung, die auch oft dann mich so angeguckt hat, manchmal nichts gesagt hat und manchmal, es ist aber nicht so passend. Er ist dann oft auch in Dönerbuden reingegangen und hat die dann dort auch belehrt und meinte, das sei Haram, weil sie einen Spielautomat drin hatten. Kritisch ist es dann, wenn plötzlich
man Dichotomien hat, das heißt Feindbilder, ein Schwarz-Weiß-Denken hat, Andersdenken in dem Sinn nicht akzeptiert. Insbesondere hier, dass die Mutter jetzt plötzlich nicht rein ist. Ja? Ich denke, das war hier auch bei Maria so, dass dann der Sohn versucht, die Mutter zu konvertieren, damit man eben zusammen dann auch im Paradies eintreten kann. Das ist nicht Religion, sondern das ist dann Ideologie, die dann eben auf den Nährboden gestoßen ist, die zu einer extremistischen Denkart dann transformiert. Zu der Zeit hatte er ja auch Stöpsel im Ohr die ganze Zeit, es liefen Gebete die ganze Zeit. Es war für ihn nur noch der Fokus darauf. Und das hat ihn so aus der normalen Welt halt rausgeholt. Und das war immer mehr, er war weniger ansprechbar, er war nur mit sich beschäftigt, dann mit dem Beten und mit dem allen. Und als sich das dann alles so gesteigert hat, dann, ich denke mal, dass da so der Anfang war von dieses Brainwashing, was sie da mit ihm gemacht haben. Da gab es den Moment, wo ich gemerkt habe, dass die Freunde sich von ihm abkapseln. Ich wollte es ihm jetzt nicht ausreden, aber ich wollte trotzdem halt wissen, was ist denn in dich gefahren? Du bist doch eigentlich ein glücklicher Mensch gewesen, super positiv. Frauen sind auf dich geflogen, Freunde waren da, du hast Party gemacht, gelebt, Arbeit lief, deine Mutter ist für dich da von Anfang bis Ende. Woran hat es gelegen? Ich hätte es gern gewusst. Der Bruch mit Freunden und Familie ist besonders für die Verführer, für die Gruppe, die eben eine Agenda hat, sehr, sehr wichtig, damit man junge Menschen wie hier Adrian isoliert, um ihn weiterhin zu bearbeiten, um ihn weiterhin ihm entsprechend so zu bekommen, wie man ihn haben möchte. Das hat nichts mehr mit Religion an sich und hier in dem Kontext nichts mehr mit dem Islam zu tun, weil hier Personen oder eine Person, je nachdem, da gezielt eine Agenda hat. Mein Schock war dann eigentlich, wie er Ende 16 kam und sagte, ich möchte jetzt heiraten. Da war ich erst mal perplex und dachte, beziehungsweise sagte, das ist jetzt nicht dein Ernst. Kennst du das Mädchen? Nein, er kannte das Mädchen nicht. Okay, habe ich gedacht, das kann er nicht ernst gemeint haben. Ich war so perplex, dass ich gesagt habe, das kann einfach nicht sein. Eine Woche später kam Edo nach Hause und sagte, ich hätte ganz gerne, dass du mitkommst, dass du die Familie kennenlernst. Und da dachte ich, er meint es doch ernst. Und dann sind wir mit dem Auto hingefahren und dann gab mir Adrian noch Anweisungen im Auto, wie ich mich verhalten solle, wenn wir dorthin kommen. Ich sollte, wenn der Vater oder einer von den Brüdern die Tür aufmacht, sollte ich ihm nicht ins Gesicht gucken und auf keinen Fall die Hand geben. Es geschah natürlich, dass der Vater die Tür aufmachte und ich ihn auch direkt angeguckt hatte. Weiß ich nicht, ob ich das bewusst oder unbewusst gemacht habe. Er guckte gleich runter, nahm Adrian beim Arm und Adrian war weg. Ich hatte 14 Tage für die Zustimmung. Und ich hatte die 14 Tage immer mal wieder gesagt, das kannst du doch nicht machen. Also mir war das komplett irrsinnig. Salafisten in unserer Gesellschaft versuchen natürlich auch, den Gottesstaat tatsächlich für sich einzufordern, das Kalifat. Man versucht hier unsere freiheitlich-demokratische Lebensweise, so wie wir das kennen, zu diskreditieren und den Spaltkeil in unserer westlichen Gesellschaft immer tiefer zu treiben. Die 14 Tage waren um. Was hätte ich machen sollen? Adrian 25, hätte ich gesagt. Adrian nein, hätte er sowieso gemacht. Ne? Das war auch so immer so ein bisschen ein Problem von mir. Ich habe sehr viel akzeptiert,
und mir selber oft schön geredet, weil ich ihn auch nicht verlieren wollte. Ich dachte, so, sage ich jetzt was, hier Adrian, das und das finde ich nicht gut, verliere ich ihn. Und so war er immer sehr offen zu mir und hat mir immer alles erzählt. Ja, und dann kam die Trauung. Am 10. Dezember 17 kam Adrian mit Selima zu mir. Dann haben sie so erzählt, ach ja, sie fahren in Urlaub in die Türkei. Hatte ich noch gesagt, ach, ich war ja auch schon oft in der Türkei. Zeig mir mal das Hotel, wo ihr seid. Ne? Und hab da so ein bisschen gebohrt. Ne? Und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, dass das die Ausreiseroute ist. Ne, sonst hätte ich da wahrscheinlich auch anders reagiert. Komisch war, dass er hatte mir das Flugticket gezeigt, war also Hin- und Rückflug auch. Hotels hat er immer mal so schnell geguckt und ach, hier, guck da. Und also nichts Konkretes. Und am 24. Dezember sollten sie zurückkommen. Ich hatte dann am 23. geschrieben, na, jetzt ist euer letzter Abend, genießt ihn noch und sagt Bescheid, wann ihr kommt. Und dann hole ich euch ab. Die Nachricht ging durch, hatte aber keine Antwort bekommen. Ja, dann war der 24. Kam nichts. Und dann hatte ich eine Nachricht geschickt und die ging nicht mehr durch. Und dann hatte ich die Schwiegereltern kontaktiert und die dann ganz aufgelöst, ja, du musst mit deiner Schwester vorbeikommen, es ist was passiert. Und dann haben sie uns gesagt, dass die Kinder nicht mehr zurückkommen. Die Kinder sind ausgereist und die Kinder wollen in einem Land leben, wo sie ihren Glauben auch richtig so streng, wie sie das möchten, ausleben können. Und da war mir klar, die haben sich dem IS angeschlossen. Wir sind dann in die Wohnung von den beiden und da war schon alles ausgeräumt. Also die Wertsachen, alles, die hatten sich die Eltern schon genommen. Wir fanden dann auch einen Brief von der Selima, wo sie sich verabschiedet, dass sie sich bedankt für alles, was ihre Mutter und ihr Vater getan hat. Und dass sie sich aber jetzt entscheiden, wegzugehen. Und sie sollen immer artig ihre Gebete machen, dass sie sich dann auch im Paradies wiedersehen. Wir hatten in den Jahren 2010, 2015, 16 hatten wir eine enorme Ausreisewelle zu verzeichnen. Der Islamische Staat, in Anführungszeichen, der hatte einen großen Anziehungsfaktor. Menschen in Deutschland, aus Deutschland oder auch aus Deutschland reisten nach Syrien, in den Irak, hatten da so eine blümchenhafte Vorstellung, die Utopie eines Kalifats vor Augen. Es rief mich ein Herr vom Staatsschutz an, aus Offenbach, und wollte sich mit mir treffen. Wir sind 4 Stunden richtig verhört worden. Es waren auch schon Akten da vom Adrian und von der Selima. Und was ja hieß, dass sie schon länger auch beobachtet worden sind. Am 16. März 18 klingelte mein Telefon, bin direkt dran und da hatte er sich dann entschuldigt und gesagt, sorry, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben und wir haben jetzt wieder Essen und Trinken und wir kommen jetzt wieder heim.
In dieser Zeit haben wir sehr, sehr viele Ausreisen festgestellt, weil man da eine romantisierte Vorstellung hatte. Da waren auch sehr, sehr viele Frauen. Ein Viertel der Personen, die aus Hessen ausgereist sind, waren im Übrigen Frauen. Ja. Da merkte man deutlich, dass die so eine blümchenhafte, romantisierte Vorstellung von dem Umfeld vor Ort hatten. Ja. Und das hat sich logischerweise, da gab es Kriegshandlungen, hat sich natürlich so nicht bestätigt. Dann waren so 2 Wochen rum und habe dann die Schwiegermutter angeschrieben, hatte direkt geantwortet, es ist was passiert, du musst sofort vorbeikommen. Und dann hatten sie mir mitgeteilt, dass Adrian ums Leben gekommen ist. Am 29. März ist er gestorben und am 3. April haben wir das erfahren. Hätte ich mich nicht gemeldet, hätten die sich gar nicht gemeldet. Da bin ich wirklich durchgedreht, Tisch umgeschmissen. Und Selimas Eltern, die hatten mir dann die Telefonnummer von Selima gegeben im Iran. Und dann hat sie in diesen 40 Minuten mir 3 Storys erzählt. Und da habe ich gedacht, okay, ja, wie war es denn jetzt? Ne? Ja, er ist von der Feuerstelle weggetreten worden. Er hatte Streit mit den anderen. Ach nee, er ist in meinen Armen erfroren. Er war ja vorher schon so krank und sein Herz ging so leicht. Und also ich wusste gar nichts. Was war jetzt richtig, was war falsch? Ich wusste, er ist tot. Das hatte mir auch mein Gefühl einfach gesagt. Aber ich musste es einfach sehen, um es auch zu begreifen. Er war kaum wiederzuerkennen. Ich weiß auch, die hatten mich immer wieder weggezogen von ihm. Ich habe auch den Geruch nicht wahrgenommen. Ich habe so gar nichts. Ich habe nur mein Kind da gesehen und wollte mich mit auf die Barre drauflegen. Und ich weiß nicht, wie lange ich da war. Und dann kam der Staatsschutz ja dazwischen, dass sie ihn nochmal sich anschauen wollen und obduzieren wollen. Was ich ja nicht wollte, aber im Nachhinein das Beste war, weil da haben wir dann die Wahrheit erfahren, wie Adrian zu Tode gekommen ist. Das war schon sehr schockierend gewesen. Sein Tod hatte nichts mit Erfrieren zu tun. Er hatte Wirbelbrüche, Rippenbrüche, 2 Kopfrisse und sein Herz hat gefehlt. Selima hat gesagt, Adrian ist in ihren Armen erfroren. Obduktionsberichten, hier steht dann nichts, überhaupt keine Anzeichen von Erfrieren. Und das hat auch mir das Herz rausgerissen. Im Iran kommt es praktisch täglich und immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen und Willkür. Und in den Gefängnissen herrscht ebenfalls Willkür. Menschen werden dort zum Teil gefoltert, unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten. Es gibt immer wieder falsche Angaben zu Todesursachen. Man sieht an solchen Vorfällen, die Regierung ist immer wieder bestrebt, die Wahrheit zu verschleiern.
Urmia, wo er im Krankenhaus war, ist eine Universitätsstadt, bekannt für Organhandel. Das sind dann so die Gedanken, was haben sie mit ihm noch gemacht? Wie haben sie ihm noch am Leben gehalten, um sich das Herz da rauszunehmen? Geld dann auch noch daran verdient. Und irgendwo läuft ein Mensch rum im Adrian sein Herz. Wir suchen nach Wahrheit, nach Erklärungen. Wir versuchen Fragen zu beantworten, die uns gestellt werden vor den Obduktionen. Und wir wollen auch den Angehörigen Antworten geben. Es würde ja nie isoliert ein Organ entnommen werden. Ne? Das macht also gar keinen Sinn, sich auf ein einziges Organ zu fokussieren, wenn man schon das gewerbsmäßig betreibt. Zudem ein Organ einer Leiche zu entnehmen, ist tatsächlich für die Transplantation nicht zielführend, weil die Überlebenszeit der Organe damit ganz drastisch reduziert ist. Also dafür gibt es gar keinen Hinweis, dass das Herz bei intakten Kreislaufverhältnissen entnommen wurde, sondern dass das wirklich postmortal entnommen wurde. Und über die Zwecke kann man nur spekulieren. Es sind ja Gewaltfolgen, ne, die festgestellten Verletzungen, aber ob diese Gewalt, ob das eine interpersonelle Gewalt war, dafür gibt es gar keine Hinweise. Ne? Also keine Abwehrverletzungen, keine weiteren Begleitverletzungen, die auf Schläge oder Tritte hindeuteten. Brust- und Bauchhöhle waren eröffnet. Also ich kann natürlich auch eine Stichverletzung verschwinden lassen, indem ich meinen Sektionsschnitt zufällig genau an diese Stelle setze und durch Naht wieder verschließe. Das würden wir gar nicht erkennen können. Am Anfang war es sehr, sehr schwierig, gebe ich zu. Ich war viel in Kliniken gewesen erstmal. Dann bin ich mal ganz weit an die Ostsee in Reha gefahren. Und da hatte ich mir dann die Fragen gestellt, es gibt eigentlich nur zwei Wege. Entweder ich mache ein Ende mit meinem Leben oder ich kämpfe. Ich möchte über Adrians Schicksal erzählen, was passieren kann, wenn man an die falschen Menschen gerät. Der IS ist immer noch aktiv, deshalb ist es mir auch sehr wichtig, zu informieren, dass die Gefahr immer noch da ist. Hier geht es darum, dass beispielsweise terroristische Organisationen wie der Islamische Staat oder Al-Qaida es mittlerweile mit hochprofessioneller Propaganda verstehen, gerade junge Menschen für diese Ideologie zu interessieren. Es macht vor Kindern nicht mehr Halt. Während Corona habe ich mir TikTok heruntergeladen, um einfach die Zeit zu vertreiben. Da gab es islamische Prediger, würde ich die mal nennen, die erzählen, wie gut der Islam ist und wie gut es wäre, wenn Islam hier regieren würde. Weil das so auch extrem ist, habe ich das alles auch deinstalliert. Durch den Algorithmus habe ich halt das Gefühl, dass auch Videos in den Feed gespielt werden, die eben nicht einen direkt ansprechen, wo eher getestet wird, okay, wie weit gehen denn Interessen des Zuschauers. Auf Social Media begegnen einem Dinge, welche nachweislich so nicht richtig sind. Und solange es aber gerade dem eigenen Standpunkt
Pass und die eigene Meinung unterstützt, wird das so weitergegeben und überhaupt nicht hinterfragt. Die Jugendlichen werden von TikTok und YouTube-Inhalte überflutet. Es sind so viele Deutungsangebote, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, wo ist Fake und wo ist real. Also Tatsachen. Ja? Und dann spielt natürlich der Algorithmus eine sehr wichtige Rolle, ja? Der dann von einem Video zu vielen Videos hinführt mit gleichem, fast ähnlichem, sage ich mal, Inhalte. Und dann ist man plötzlich in einer Blase drin und denkt sich, okay, das ist die islamische Welt. Ja? Und es gibt keine anderen Meinungen oder denkenden Menschen, die vielleicht zu dieser Situation was anderes sagen. Ich bin auf dem Weg nach Dietzenbach. Mit meinem Verein Never Forget Adrian mache ich Aufklärungsarbeit. Wenn ich nur einen jungen Menschen retten kann, dann hat sich die Arbeit gelohnt. Die Idee mit dem Verein war eigentlich somit das Beste, was sie hätte machen können. Für mich ist es auch eine Herzenssache, aber der Verein hält meine Schwester am Leben. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil vor so vielen Schülern haben wir das noch nicht gemacht und von daher ein bisschen aufgeregt, aber voller Zuversicht. Anfangs dachte ich, naja, so schlimm ist es gar nicht. Er veränderte sich positiv. Er trank kein Alkohol mehr. Er rauchte nicht mehr, war noch liebevoller, wie er eigentlich vorher schon war. Und dann fing die andere Veränderung an. Er wurde sehr ernst. Er verachtete die westliche Welt. Er grüßte keine Frauen mehr. Ihm wurden ganz schlimme, starke Verletzungen zugefügt, die zum Tod geführt haben. Und ich muss dann immer so 1-2 Mal tief durchatmen und so ein bisschen wegschieben den Gedanken im Kopf. Und dann geht's meistens auch. Ja. Ich wünsche mir an erster Stelle, dass Adrians Schicksal sehr viele Menschen, junge Menschen erreicht. Was passieren kann, wenn man sich so einer Gruppierung anschließt. Ich könnte das ja sein. Es hat mir gezeigt, dass das ein schleichender Prozess ist. Es fängt harmlos an, so dass auch die Familienangehörigen mehr oder weniger dazu gewöhnt werden. Und dann passiert's. Damit hätte ich nicht gedacht. Also Radikalisierung denkt man eigentlich direkt, dass direkt irgendwas passiert. Aber so ist es in dem Fall nicht. Das ist ein Prozess. Wir würden das heute so darstellen, dass wir soziale Netzwerke als Startrampen für eine Radikalisierung ansehen. Und deswegen sagen wir, dass die Radikalisierungsspirale gerade bei jüngeren Menschen deutlich einsetzt. Und wir da natürlich immer wieder versuchen müssen, im Hinblick auf die Gefahren, die entstehen können, und die jüngsten islamistischen Anschläge haben das ja gezeigt, dass wir dann versuchen müssen, ein Stück weit die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen. Das gelingt uns durch einen sehr, sehr guten Informationsaustausch mit den Sicherheitsbehörden im Verfassungsschutzverbund, auch mit den Polizeibehörden. Meine Frage an Sie wäre tatsächlich, ist es Ihnen am Anfang schwergefallen, diesen Extremismus von dem regulären Islam dann sozusagen zu unterscheiden? Nee, das war für mich nie ein Thema, weil ich habe sehr, sehr viel Hilfe von
muslimischen Menschen bekommen, teilweise mehr als von den deutschen Behörden. Meine Frage wäre, wie ist denn jetzt mit der Familie von der Frau jetzt, was mit der passiert ist? Wir hatten uns dann ja sehr verstritten gehabt. Ich bin beschimpft worden. Seine Frau hat nach 2,5 Monaten den nächsten geheiratet, ihren neuen muslimischen Mann. Selima ist glücklich in Tunesien mit ihrem Mann. Meine Frage ist, ob Sie nach dem Gründen Ihres Vereines auch solche Fälle wie Adrian seine erfahren haben. Ich habe viele Mütter vor allem, die mich kontaktieren. Ich habe auch eine Mutter einmal direkt zur Polizei geschickt, weil es da wirklich darum ging, dass er wahrscheinlich ausreist, dass es dann schnell einfach verarbeitet wird. Als betroffene Eltern sollte man nicht abgrenzen, sondern man sollte gesprächsbereit bleiben, auch wenn die Inhalte, die Aussagen provozieren. Man sollte ruhig bleiben, denn Angst ist wirklich ein schlechter Berater. Wenn man nicht mehr kann, dann sollte man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen. Also das kann ich, weil alleine schafft man das nicht. Es war auf jeden Fall emotional und man hat auch gesehen, wie Maria wie es ihr nahe gegangen ist, natürlich. Dankeschön. Danke für die Geschichte. Also ich muss erstmal vorneweg sagen, dass Sie eine sehr, sehr starke Frau sind. Und ich wünsche Ihnen weiterhin sehr viel Kraft. Das tut schon gut. Und man hat das ja auch an den jungen Menschen gesehen, dass sie ergriffen waren auch. Ne? Und ja, auf jeden Fall. Das gibt mir dann schon sehr viel. Und auch Kraft, wieder weiterzumachen. Ich denke, umso mehr ich von ihm erzähle, von seinem Schicksal, was ihm passiert ist. Und ich hoffe einfach, dass irgendwann vielleicht die ganze Welt Adrian kennt. Und was er ja wirklich für ein toller junger Mann war und wie das passieren konnte, dass er in diesen Fängen kommen konnte. Und ja, ich glaube, er ist dann immer so ein Stück bei mir auch.